In the name of Lord Jesus Christ, I speak. Im Namen Jesus spreche ich. I'm very thankful to God for giving us this opportunity to be here to worship Him. Ich danke nochmal Gott, dass wir hier sein können, dass wir die Chance haben, hier zu sein und von Gott zu lernen. Like what we have said before, the Sabbath day is a very unique day, which is different from all the other days in the week. Wie wir vorher schon gesprochen haben, ist der Sabbattag ein besonderer Tag, anders als die anderen 6 Tage in der Woche. We know that God actually ordained the seventh day to be the Sabbath day. He made the seventh day to be the Sabbath day. Gott hat die 7 Tage gemacht, um den Sabbattag zu haben. Okay, we turn to Genesis, chapter 2. Wir gucken in 1. Mose, Kapitel 2. Genesis chapter 2. 1. Mose, Kapitel 2. We can read, look at verse 3. Wir können Vers 3 lesen. Verse 3. Vers 3. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work, which God has created and made. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Actually from verse 2 onwards, you can see, 4, if I can put it this way, 4 actions mentioned. Vom Vers 2 an können wir sehen, es gibt 4 Aktionen, die dort erwähnt And werden. the first one is the ending of the work. He ended his work. Die erste Aktion ist, wo die Arbeit beendet wird. The second is he rested on the seventh day. Die zweite ist, dass er am 7. Tag ruhte. And the third is he blessed the seventh day. Das dritte ist, dass er den 7. Tag segnete. And the last one is he sanctified it. Und das letzte ist, Verse 3, he blessed and he sanctified. dass er ihn heiligte. So meaning he set aside this day specially for himself. Deswegen er hat sich selbst den Tag zur Seite gestellt. He said, okay. Now, so meaning, so he is, the Lord of the Sabbath. So, er ist der Herr des Sabbats. So, on the Sabbath when we worship God, Am Sabbat, wenn wir zu Gott beten, we can truly worship the Lord. wir können ihn wirklich anbeten. Den wahren I Gott. think in some translation, their rendering is, God make the seventh day holy. In einigen Übersetzungen hört man, dass Gott den Sabbat heilig machte. It's like it does not in a way does not belongs to this world. If you know what I'm saying, So in der it's Bedeutung, heavenly in a way. dass der Sabbat nicht zu dieser Welt gehört, sondern zum Himmelreich. God is holy, Wir wissen, Gott ist heilig and He made the day holy, und er hat den Tag geheiligt. and therefore for us to come to God on this holy day, we must be sanctified as well. Und deswegen, wenn wir an dem Tag zum Sabbat kommen, müssen wir auch heilig sein. We always say we need to examine ourselves. Wir sagen immer, wir müssen uns selbst prüfen. To examine ourselves means to make ourselves better in the eyes of God. Uns selbst prüfen bedeutet, dass wir uns aus Sicht Gottes immer besser machen. Like to improve our spirituality, Dass wir uns spirituell verbessern, geistlich verbessern. to make ourselves more fervent in faith or in serving the Lord. Dass wir selbst stärker im Glauben werden und im Dienen Gottes. So you find that the weekly Sabbath is like a reminder to us. Und so können wir sehen, dieser wöchentliche Sabbat ist eine Erinnerung für uns. So every time when we gather in His presence on the Sabbath, So jedes Mal, wenn wir zusammen sind am Sabbat in seinem Namen, especially during our prayer, then we need to question: Are we sanctified? Are we holy when we gather here? speziell wenn wir im Gebet zusammen sind, müssen wir uns fragen, ob wir heilig sind.
Because the Bible clearly tells us if we are not holy, then no one can actually see the face of God. Weil die Bibel sagt uns, wenn wir nicht heilig sind, können wir nicht das Angesicht Gottes sehen. So the Sabbath actually is a weekly reminder, of us, and it testifies to that fact. So, und deswegen der Sabbat ist eine wöchentliche Erinnerung für uns, die Zeugnis dafür ablegt. That's why you find that the Sabbath serves actually many purposes. Deswegen der Sabbat ist für viele oder hat viele Gründe. Without the Sabbath is like our spiritual life is dead. Ohne den Sabbat unser geistiges Leben ist tot. And in fact, when we keep the Sabbath seriously, Denn wenn wir den Sabbat ernsthaft if halten, we have fully understood the meaning of this blessed day, wenn wir die Bedeutung des Sabbats vollkommen verstehen, surely you find that our entire spirituality will be lifted up each time when we have attended the Sabbath. denn unser geistliches Leben wird besser werden. So we are very thankful to God. You can see, how mindful God is toward us. Ja, danken wir Gott, dass wir sehen können, wie wichtig die Bedeutung ist. Not only He cares so much about our daily needs. Gott kümmert sich nicht um unsere täglichen Bedürfnisse. So from the institutions of the Holy Sabbath, we see that He does care a lot for our spiritual needs as well. Vom Sabbat selber können wir sehen, dass er sich besonders um unser geistliches Leben auch kümmert. Now we come back to our introduction. Jetzt kommen wir zurück zu unserer Einleitung. We turn back to Micah. Wir schlagen Micah auf. We look at Micah. Schauen durch Micah. We mentioned about the demise of Zion and how Zion was destroyed. Wir erinnern uns an Zion und wie Zion zerstört worden ist. Meaning the community of God was, completely devastated, completely, removed. Die Bedeutung, die Gemeinschaft Gottes ist komplett zerstört worden, beseitigt worden. Just to help you to recap what we have done, there are 3 points mentioned. Yeah? Nur zurück zu erinnern, 3 Punkte hatten wir erwähnt. The first is what? Zion compromised. Das erste ist, Zion ist Kompromisse eingegangen. We know the idea of Lachish. Wir wissen von dem Ort Lachish. That is the beginning of sin to the daughter of Zion. Das war der Anfang der Sünde zur Tochter Zion. We have looked at this example in 2 King. Wir haben das Beispiel im 2. Könige gesehen. Hezekiah compromised, the temple. Hiskia hat Kompromisse eingegangen mit dem Tempel. It's like in a way he surrendered himself, to this king of Assyria. Er hat sich so eine Art, dass er sich selbst gerettet oder beschützt hat vor diesem König von Assyrien. And so this king of Assyria demanded a lot of wealth, money, from King Hezekiah. So, der König von Assyrien hat sehr viel Geld oder Schätze verlangt von Hiskia. So Hezekiah, had to take, gold and silver from the temple. So, er hat Gold und Silber vom Tempel weggenommen. So you can see that, this is the beginning of sin. So, da können wir sehen, das ist der Anfang der Sünde. We also mentioned that, the spirit in chapter 2, restricted. So, dann können wir auch sehen, in Kapitel 2, der Geist war eingeschränkt oder begrenzt. But in reality, you find that the Spirit of God must have withdrawn from them. In Wirklichkeit dort können wir sehen, der Geist ist weg oder war That's nicht mehr why mit a ihm. false spirit was at work. Und deswegen war der böse Geist dort in Arbeit. Now, if you have read the accounts, concerning King Saul, wenn wir the life of King Saul, vom König Saul die Geschichte gelesen haben,
He sinned against God, yeah? Wir wissen, er hat auch gegen Gott gesündigt. So in 1 Samuel chapter 16, Im 1. Samuel Kapitel 16. what does the Bible tell us? Was sagt uns die Bibel dort? The Spirit of God departed from him, Der Geist Gottes ist weggenommen worden. and the distressing spirit from the Lord came upon him. Und der unreine Geist oder böse Geist ist zu ihm gekommen. Okay, we can read 1 Samuel. Wir können 1. Samuel lesen. We read 1 Samuel chapter 16. 1. Samuel Kapitel 16. We read verse 14. 1. Samuel Kapitel 16, Vers 16 verse 14. Vers 14. Kapitel 16, Vers 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. 1 Samuel 16, 14. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. So when the Spirit of God was not there, then obviously the evil spirit would take control. So, wenn der Geist Gottes nicht mehr da war, dann hat der böse Geist Macht über ihn ergriffen. When we read the Micah chapter 2, is the same. Und wenn Micha Kapitel 2 lesen, ist das Gleiche. So the prophet, questioned them, is the Spirit of the Lord restricted? So für die Propheten damals, der Geist Gottes ist begrenzt gewesen. Are this his doing? Do you think God would do this kind of things? Okay, we turn to chapter 2. So, wir gehen zu Micha Kapitel 2. Sorry. Ich darf sagen, was ich will, wenn es aus der Bibel kommt. Chapter 2, we read verse 7. Wir lesen Micha Kapitel 2, Vers 7. Because I just read from the scriptures, that's why. Verse 7. Vers 7. It says, can you see the middle part? Is the Spirit of the Lord restricted? Different translation. Oh, okay. Different translation. What does it say? You don't find that element in that verse. Okay. Okay. This is doing completely different. Well, that bit. Okay. We don't have this part. Oh, but you just translate what I said. Okay, no problem. Okay, now verse 11, yeah, verse 11. If a man should walk in a false spirit. Wenn ich ein Irrgeist wäre, So meaning, it's like, the prophet is hinting that the people are under the control of the false spirit. so, wir können sehen, die Propheten ist was hinten? Like, Achso, der Prophet deutet darauf, der Prophet zeigt das, oder dass die Menschen unter der Kontrolle des Irrgeistes sind. and then you know that the chapter 3, the sun go down on the prophets. Und wir wissen, in Kapitel 3, die Sonne geht unter über den Propheten. No answers from God can ever be received again. Sie können keine Antwort mehr von Gott bekommen. So no spirit, no answer from the Lord, meaning there isn't any prophecies. So, kein Geist, keine Antworten von Gott, das heißt, es gibt keine Offenbarung mehr. That's why Zion eventually was plowed like a field. So, deswegen war Zion gepflügt wie ein Acker. So this is how you can join the points together. Yeah? Das ist, wie man die Punkte zusammenfügen kann. Like what I mentioned before, chapter 1 and chapter 3 form the first section, which speak about the apostolic church. So, das ist zusammengefasst, Kapitel 1 bis Kapitel 3, das ist die Zeit von der Apostelgemeinde. Chapter 4 to chapter 7, all the way to chapter 7, speak about the end-time true church. So, Kapitel 4 bis Kapitel 7 spricht über die Gemeinde in der Endzeit. And now the mountain of the Lord has been established. Und jetzt der Berg von Gott ist errichtet worden. Above all the other mountains and hills. Der Berg ist höher als alle anderen Berge. So we mentioned that God actually established the church of God with these three
very important characteristics. So, Gott hat die Gemeinde errichtet mit diesen 3 wichtigen Eigenschaften. The first one is he would make himself to be present, in the midst of his people. So, die erste ist, dass er selbst anwesend ist in der Mitte der Menschen. So in his presence with his people, he would teach them his ways. So, in seiner Gegenwart unter den Menschen lehrt er uns seine Wege. And he would also judge them. Und er wird sie auch richten. He would also allow his own words to flow out from Mount Zion. Er wird auch erlauben, seine eigenen Worte sich von Zion aus zu verbreiten. To all those who are not part of the mountain of Zion yet. Für alle, die noch nicht Teil am Berg Zion haben. We know that this is the truth. Wir wissen, das ist die Wahrheit. Finally, we mentioned about miracles, signs and wonders must also be present in our life. Dann haben wir uns auch erinnert, es müssen auch Zeichen und Wunder anwesend sein. So we ask ourselves, have we experienced the miraculous power of God or the transforming power of the Lord in our life? So fragen wir uns selbst, haben wir selbst Erfahrung gesammelt von der Kraft Gottes, und wir uns umwandelt, mit seiner Kraft. If we have truly changed ourselves, wenn wir uns wirklich selbst geändert haben, you find that the nature of God in us will begin to surface more and more. dann werden wir feststellen, die Natur Gottes wird anwesend sein. So people around us would notice that we are different. We are just like Christ. Die Menschen in unserem Umfeld werden merken, dass wir anders sind als vorher, mehr wie Christen. This is what we should do in the church, in the community of faith. Das ist, was wir in der Gemeinschaft, in der Kirche tun sollten. Isaiah speaks about the complete transformation of the mountain. Jesaja spricht über die komplette Umwandlung dieses I Berges. want to read chapter 11 of Isaiah. Wenn wir im Kapitel 11 in Jesaja lesen, Isaiah chapter 11. Jesaja Kapitel 11. Isaiah chapter 11. Jesaja Kapitel 11. We read verse 6. Yeah. Wir lesen Vers 6. Verse 6. Vers 6. Now the wolf also shall dwell with the lamb, the leopard shall lie down with the young goats, the calf and the young lion and the fatling together, and a little child shall lead them. The cow and the bear shall graze, the young one shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play by the cobra's hole, and the weaned child shall put his hand in the viper's den. Verse 9, There shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Here it talks about the complete transformation. Wir haben von Vers 6 bis Vers 9 gelesen und hier geht es um die komplette Umwandlung. It's using some very, how can I say it? Ferocious animals, to depict the change of the people in the mountain. Hier werden ein paar spezielle Tiere beschrieben, um diese Transformation auf dem Berg oder um die Umwandlung auf dem Berg I think the immediate response, the instinct of a person is that when he sees a lion is to run. Der instinktive Gedanke von einem Menschen ist, wenn er einen Löwen sieht, dass er wegläuft. We will never allow a child to be close to a cobra. Wir werden auch niemals erlauben, dass ein Säugling sich in der Nähe von einer Kobra aufhält. Sometimes we said, the world is full of wicked people. Wir sagen manchmal, die Welt ist voll schlechten Menschen. But the church is different. Aber die Gemeinde ist anders. Anyone who has gained entry into the church Jeder, der in die Gemeinde kommt, must have this complete transformation. muss diese Umwandlung vollzogen haben. A person may be evil before. Vielleicht ist ein Mensch vorher schlecht gewesen. Very ferocious, just like the lions. Vielleicht so wie ein Löwe. But when he comes to the church, Aber wenn er zur Gemeinde kommt, when he joins the church of God, wenn er die Gemeinde Gottes, that aspects of his nature must be put away.
dann muss diese vorherige Natur beiseite. That's why in verse 9 it says, "There shall not hurt nor destroy in all my holy mountain." Deswegen, so wie in Vers 9 steht, es wird, Verse 9. man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Meaning there must be no fighting So, da in wird the holy mountain. kein Kampf sein im heiligen Berg. We know that the church is not perfect. Ja, wir wissen, die Gemeinde ist nicht perfekt. Sometimes, we said, how can I put it? Sometimes the beast inside us, yeah, it comes out. Manchmal kommt das Ungeheuer aus uns raus. I'm not sure about German, yeah, because Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. according to the English people, everyone has a beast inside. Die Engländer haben alle ein Biest in sich. So you must cage the beast. So, du musst dieses Ungeheuer Cage it. festhalten, So fangen, it will not come out, yeah. so dass es nicht rauskommt, unter Kontrolle halten. So when you come to the church of God, Wenn du zur Gemeinde Gottes kommst, this beast inside us must be caged, dieses Ungeheuer muss unter Kontrolle gehalten werden, so that it will never come out. so dass es niemals rauskommt. So when people said the beast in you is coming out, So, wenn jemand sagt, dieses Ungeheuer in dir kommt raus, what does it mean? was bedeutet das? It means you are going to hurt or destroy So, someone. das bedeutet, du verletzt jemanden oder schädigst jemanden. But this can never happen in the church when the church has reached the required standard of the Lord. Aber das kann in der Gemeinde nicht passieren, weil die Gemeinde besitzt die Anforderungen, den Standard Gottes. This is the miracle that we need to witness, in our own life. Das sind die Zeichen, von denen wir Zeugnis in unserem Leben ablegen müssen. We turn to Isaiah chapter 65. Wir schlagen Jesaja Kapitel 65 auf. Isaiah chapter 65. Jesaja Kapitel 65. Now verse 25. 65 verse 25. Vers 25. Now, I just want you to understand that here is like the realization has come to pass, Hier ist, möchte ich nur zeigen, wie das umgesetzt wird. or the actual transformation has happened. Wie die Umwandlung tatsächlich vollzogen wird. Now, before we read verse 25, if we look at verse 17, Bevor wir Vers 25 lesen, schauen wir auf Vers 17. here God says He is going to create new heavens and a new earth, Hier steht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen will. which we know that it refers to the perfect church. Das bezieht sich auf die neue Gemeinde. According to Peter, in the new heavens and the new earth, we can only see righteousness. It's a place where righteousness dwells. Entsprechend, so wie Petrus gesagt hat, können wir dort nur Gerechtigkeit sehen. Now, so we read verse 25. Und jetzt lesen wir Vers 25. Chapter 65, verse 25. Kapitel 65, Vers 25. The wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the ox, and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meiner ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. When will this happen? Aber wann wird das geschehen? When can we completely get rid of all these harmful elements in our life and in the church? Wann können wir dieses humble nee. Humble demütige Harmful element. Schädliche. Harmful means is bad. Ja. Wann können wir diese schädlichen Dinge beseitigen oder überwinden? We know that this can only happen when we reach perfection. So das können wir nur erreichen, wenn wir die
Vollkommenheit. And in fact, this is what God wants to see in the church. Und das ist, was Gott in der Gemeinde sehen will. We have to take this very seriously. So, das müssen wir sehr ernst nehmen. We should be better than last year. So, wir müssen besser als letztes Jahr sein. So when we enter into next year, we must be better than this year. So, wenn wir in das nächste Jahr kommen, dann müssen wir besser werden, als wir dieses Jahr sind. This is how we should improve ourselves. Das ist, wie wir uns weiter verbessern müssen. For example, we should become more and more humble as the day goes by. Ja, das ist zum Beispiel müssen wir mehr und mehr demütig werden, Tag für Tag. So when Christ comes again, So, wenn Jesus wiederkommt, it's like we are completely humble before Him. so, dann sollen wir komplett demütig sein. Now, when you look at the holy mountain of God, Wenn wir auf den heiligen Berg Gottes schauen, we said that the first two elements, God Himself and the truth, are not something that we can control. We can't control because they are given to us. so die ersten beiden Elemente, Eigenschaften, die Wahrheit und Gott selbst, das können wir nicht kontrollieren. Like God fills the church here, we can't control it. It's here. Wir können es nicht beeinflussen. The truth is given to the church. Die Wahrheit ist zur Gemeinde gegeben, But as for transformation, aber für die Umwandlung, we have to do something about it. da müssen wir selber was zu tun. We cannot sit down there and say, God, please, I want to be humble. Wir können nicht einfach uns hinsetzen und zu Gott sagen, ich möchte demütig sein. But if we don't tell ourselves to be humble, Aber wenn wir uns selbst nicht sagen, wir müssen demütig sein, then how can we ever become humble? wie können wir dann jemals demütig werden? So, very important. This is something that God wants to do on us. So, das ist sehr wichtig, das ist etwas, was Gott möchte, dass wir selbst vollziehen. So, when we talk about miracles, do not just expect a dead person will be raised. Also, wenn wir über Wunder sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, diese Person ist wieder auferstanden. The changing of our characters. So, die Änderung unseres Charakters Is the transformation and miracle that God wants to see in our life. die Umwandlung, das ist das Wunder, was Gott in unserem Leben sehen will. So that's why we can call ourselves the true church of God. Deswegen können wir uns die wahre Gemeinde Gottes. Now we turn back to Micah. Wir schlagen zurück zu Micha. Now I want you to look at a number of points based on chapter 4. Jetzt wollen wir auf ein paar Punkte schauen, entsprechend in Kapitel 4. Back to Micah chapter 4. Zurück zu Micha Kapitel 4. Now when you look at verse 4 and verse 5, Wenn wir auf Vers 4 und 5 schauen, here is like, the writer states the standard, or like, this is the standard that we must attain to, must reach. hier hat der Schreiber beschrieben die Anforderung, was wir erreichen müssen. I want you to read the verse 5 in particular. Wir wollen speziell Vers 5 lesen. For all people walk each in the name of his God, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. When we come to the church of God, Wenn wir zur Gemeinde Gottes kommen, we must be very determined to walk in the name of the Lord forever. müssen wir sehr entschlossen sein, im Namen unseres Herrn zu wandern, und zwar für immer. To simply put, it means what? We follow his ways to the end. Das bedeutet ganz einfach gesagt, wir folgen seinem Weg bis zum Ende. All the other people around us may do something very different from what we are doing. So, vielleicht die Menschen um uns herum, die machen was ganz anderes, als wir tun. But for us, we shall walk in the name of the Lord forever. Aber wir selber sollten im Namen unseres Herrn laufen. So when we have come into the church of God, So, wenn wir zur Gemeinde Gottes kommen, so this is what we must do. so das ist das, was wir tun müssen. We must not take the church like a place where I only come here to worship God, on a weekly basis. Yeah. So, das ist nicht, dass wir hier zur Gemeinde kommen und einfach einmal die Woche einfach Gott anbeten. The church transcends the physical existence. Actually, now we are in a spiritual existence. So, die Gemeinde ist, wir sind eigentlich in einer geistlichen Gemeinde. And therefore, we have to make sure that in whatever things that we may do, we have to ensure that we follow
God's way. Deswegen in allen Dingen, die wir tun, müssen wir sicher sein, dass wir Gottes Weg folgen. Today, when you look at the church, Heute, wenn wir auf die Gemeinde schauen, we still suffer a lot. There's still weeping in the sense that because there's still sin in the church. wir leiden trotzdem eine Menge, weil es gibt viel Sünde in der Gemeinde. The Bible tells us that there shall be no more tears, no more weeping when sins are completely removed. In der Bibel steht, da soll es keine Tränen mehr geben, wenn die Sünde weggenommen ist. But we know that we are still far from it. Aber wir wissen, wir sind noch weit weg davon. So that should be the objective, should be the goal, in our Christian pursuit. So, das sollte unser Ziel sein in unserem christlichen Leben. So no matter what happened, we must try our very best by the power of God to that level that God has set for us, to reach that level. So, egal was passiert, wir müssen mit der Kraft Gottes versuchen, dieses Ziel Gottes zu erreichen. Like what I said before, when you look at chapter 4, there's still a lot of crying, a lot of tears. So, wenn wir gucken in Kapitel 4, da gibt es trotzdem viel Geschrei, viel Jammer, viel Weinen. I want you to read verse 9. Wenn wir Vers 9 lesen, Chapter 4, verse 9. Kapitel 4, Vers 9. Now why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Has your counselor perished? For pangs have seized you like a woman in labor. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine in Kindsnöten? It seems that, this daughter of Zion has to go through this pain in labor. So, wenn das die Tochter von Zion ist, muss sie trotzdem dieses Leiden ertragen. Now, so you find that the church need to be purged in a way, need to be cleansed. Deswegen sehen wir die Gemeinde, die muss gereinigt werden. Do you remember Paul once said to the church the churches in Galatia? Erinnert ihr euch, was Paulus zu der Gemeinde in Galater gesagt hat? That he has to, labor again, for their life. Dass sie arbeiten für ihr Leben. Okay, we look at that passage. We turn to Galatians. Galater an. Galatians chapter 4, is it? Galater Kapitel 4. We read verse 19. Vers 19. Chapter 4, verse 19. Kapitel 4, Vers 19. My little children, for whom I labor in birth, again until Christ is formed in you. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Now, when you look at the church, the churches in Galatia, wenn man sich die Gemeinde in Galater anschaut, I would say many of the believers had left their faith, their initial faith. Viele der Geschwister dort haben ihren ursprünglichen Glauben verloren. It's like Paul has to start anew to help them to build their faith. So Paulus muss ihnen helfen, von vorne ihren Glauben wieder aufzubauen. Now, when you look at the point mentioned in chapter 4 of Micah, So, wenn wir zurückschauen im Kapitel 4 von Micah, here again it said, be in pain and labor to bring forth an old daughter of Zion. Hier steht, dass dich die Wehen erfassen wie eine Kindsnöte. So the church has to go through a period of struggle and purging. So, die Gemeinde muss durch eine Periode von Schwierigkeiten gehen. So you find that, here it also mentioned about how there would be purge in Babylon. So, purge. But you mean cleanse. Verse 10, okay, we read verse 10. Okay. Vers 10. Like a woman in birth pangs, for now you shall go forth from the city, you shall dwell in the field, and to Babylon you shall go, there you shall be delivered. There the Lord will redeem you from the hands of your enemies. Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten, denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen,
Aber von dort wirst du wieder errettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Like what I mentioned early on, Was ich anfangs bemerken wollte. God allowed the Babylonian to capture the Judah. Gott hat Babel erlaubt, die Juden wegzuholen. You know, is to uproot them, you know, to cause severe pain unto them so that they can come back to their senses. So, um sie umzudrehen, um sie leiden zu lassen, damit sie zurückkommen mit ihren Sinn, mit ihren Gedanken. Yeah, I guess, judging from Micah, God has to do the same to his church. So wie in Micah steht, Gott muss das genauso tun mit seiner Gemeinde. If we are very honest with ourselves, wenn wir ehrlich zu uns sind, we realize that we are far from the standard of God. Dann merken wir sind weit weg von Gottes Ansprüchen. We have taken his grace of redemption and his salvation for granted. Wir haben seine Gnade bekommen für die Errettung. We don't take his words very seriously. Aber wir nehmen seine Worte nicht ernsthaft genug. That's why God has to purge us from our sins. Und deswegen muss Gott uns reinigen von unseren Sünden. So the standard has been set. So, die Anforderungen sind gesetzt. But not every one of us is able to walk in the name of the Lord. Aber nicht jeder von uns ist in der Lage, im Namen Gottes zu gehen. Follow God's way fully. So, Not able. Not wandelt everyone. komplett auf Gottes Wegen. Das ist nicht jeder in der Lage. Okay, we turn to Isaiah. Wir gehen zu Jesaja. We turn to the book of Isaiah, chapter 2. Jesaja Kapitel 2. Isaiah chapter 2. Jesaja Kapitel 2. Verse 1 to verse 4, actually, this section of the scriptures is talking about the same thing as the one stated in Micah. So, von Vers 1 bis Vers 4 geht es um die gleiche Sache wie im Buch Micha. Now, when you look at verse 5, Wenn wir in Vers 5 lesen, again the standard is highlighted. hier sind die Anforderungen auch nochmal hervorgehoben. That is, everyone must walk in the light of the Lord. Das heißt, jeder muss wandeln im Licht des Herrn. To walk in the light of the Lord simply means to walk in the truth of the Lord. So, im Licht des Herrn wandeln bedeutet ganz einfach in der Wahrheit Gottes. But from verse 6 onwards, you find that the people are not walking according to the standard. Und von Vers 6 weiter kann man sehen, die Menschen, die wandeln nicht in den Anforderungen Gottes. So when you read from chapter 2 to chapter 4, Also wenn wir von Kapitel 2 bis Kapitel 4 lesen, now when we read chapter 4, we understand that Zion has to be purged. so wenn wir zu Kapitel 4 kommen, dann verstehen wir, dass Zion gereinigt werden muss. I want to read verse 4, yeah? Chapter 4, verse 4. Also wir wollen Kapitel 4, Vers 4 lesen. Chapter 4, verse 4. Kapitel 4, Vers 4. When the Lord has, Isaiah chapter 4, verse Jesaja 4. Kapitel 4, Vers 4. When the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion and purged the blood of Jerusalem from her midst by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Wenn der Herr den Unflat der Tochter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird. When that has happened, you find that in verse 6 it said, a tabernacle shall be a shed for them. Wenn wir das lesen und dann zu Vers 6 kommen, ein Tabernacle. Ein Zelt wird als Obdach für sie kommen. Meaning God's presence shall be felt once again. Das heißt, The presence of God shall Gottes be experienced by them once again. Sie werden Gottes Anwesenheit nochmal spüren. If God is in our midst, we should be very powerful. So, wenn Gott unter uns ist, dann sollten wir sehr mächtig sein. We should be able to do the right things all the time. Dann sollten wir in der Lage sein, die richtige Sache immer zu tun, zu jeder Zeit. We should enjoy worshiping God. Und wir sollten glücklich sein, Gott anzubeten und zu dienen. We will be very enthusiastic about studying His Word. Ja, wir werden sehr euphorisch sein, Gottes Wort zu lernen.
Today we feel that we are very lethargic in a way. It's like we are weak. There's no power, no strength. Wir merken, heutzutage sind wir sehr lethargisch. Wir haben keine Kraft in Why? Leben, in der Because Welt. there is felt too much impurity in us. Also da ist zu viel Unreinheit in uns selbst. It has to be purged. Das muss gereinigt werden. So when you read from Isaiah chapter 2 to chapter 4, So, wenn wir Jesaja von Kapitel 1 bis Kapitel 4 lesen, it mentioned about two main problems. das zeigt zwei Hauptprobleme. The first one we have already mentioned is idols. Das erste, was wir schon angesprochen haben, sind Götzen. Now we turn back to chapter 2, Wir schlagen Kapitel 2 auf, Jesaja Kapitel 2. chapter 2 verse 8. Yeah? Kapitel 2, Vers 8. In fact, it's from verse 6 onwards. Yeah? Geht von Vers 6 los. Now, verse 8 it says, their land is full of idols. Vers 8 steht, auch das Land ist voller Götzen. When you read these few chapters, it talks about idols, and the second thing is pride. Pride. So, wenn man die Kapitel liest, da geht es um Götzen und um Stolz. And that has stopped, the church from progressing. Und das hat die Gemeinde vom Wachsen gestoppt. If you look at our church today, Wenn wir heute auf unsere Gemeinde schauen, we say the church is not growing, wir sagen, die Gemeinde wächst nicht, which is true. was auch stimmt. Why isn't the church growing? Warum wächst die Gemeinde nicht? Too many idols in the heart. Zu viele Götzen in unserem Herzen. We can't focus on God. Wir können uns nicht auf Gott konzentrieren. Really, we can't even, pray in the spirit because we have too many idols. Wir können nicht in diesem Geist beten, weil wir zu viele Götzen in unserem Herzen We can't haben. even concentrate. Wir können uns selbst nicht mal konzentrieren. The idols have taken our mind away. Die Götzen haben unsere Gedanken weggenommen. Now, when you look at the problems in the church, Wenn wir auf die Probleme in der Gemeinde schauen, many of the problems are what? Pride related. viele Probleme in der Gemeinde haben mit Stolz zu tun, Because we are not humble enough. weil wir nicht demütig genug sind. We see conflict every way. Wir sehen überall Probleme So that's why the church is not perfect. und deswegen ist die Gemeinde nicht vollkommen. So God being the head of the church, He has to do something about it. So, Gott ist der Kopf der Gemeinde, also muss er etwas tun. He has to purge the church. Er muss die Gemeinde reinigen, To make sure that we will attain to the standard that He has set. um sicherzugehen, dass wir auf dieses Level kommen, was er gesetzt hat. I personally feel that, the time has come. Ich persönlich spüre, dass die Zeit gekommen ist. God has, begun to perform, this work of purging. Gott hat angefangen, diese Arbeit der Reinigung. So you find that, anyone who does not follow, does not play by the rule of God will be phased out. So jeder, der nicht nach den Geboten Gottes handelt, wird sichtbar gemacht. So what the prophets are talking about here, is concerning the church. So worüber die Propheten hier sprechen, das betrifft die Gemeinde. So in Micah it mentioned about enemies. Yeah? In Micha geht es um Feinde. I want you to turn back to Micah. Wir kommen zurück zu Micha. Micah, we read chapter 4. Wir lesen in Micha Kapitel 4. Chapter 4. Kapitel 4. If you read verse 10, the last part it says, there the Lord will redeem you from the hand of your enemies. Und dort steht am Ende von Vers 10, dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. If you look at history, Wenn wir auf die Geschichte schauen, those who follow God's way, die Gottes Weg folgen, although they were captured by their enemies, auch wenn die von den Feinden gefangen genommen werden, in reality they were not killed. in der Wirklichkeit werden sie nicht getötet. They were set free. Sie werden wieder freigelassen, Because God is a truthful God. weil Gott ist ein wahrer Gott. We realize that He does not lie. Er lügt nicht, das können wir That's feststellen. why these people were set free. Deswegen erlöst er seine Menschen. Now, when you look at our context today in the church, Wenn wir heute auf unseren Kontext von der Gemeinde gucken, can I ask a question? stelle ich eine Frage. Who are our enemies? Wer sind unsere Feinde? Who? Wer? Stefan.
Wikipedia. Who are our enemies? Wer sind unsere Feinde? Who? Wer? No enemies, huh? Everyone is happy. Keine Feinde, alle sind glücklich. Huh? Satan, okay. Satan. Apart Okay. from Satan, who else? Abgesehen von Satan, wer sonst? Very good, yeah. Our own weaknesses. Unsere And that eigene cover Schwäche. everything. Das umfasst alles. Weaknesses is inside, isn't it? Und The enemies is unsere are Feinde inside sind us. in uns. Yeah. Now, so when you talk about God will save us from, redeem us from the hands of our enemies, So, wenn wir lesen, der Herr wird uns erlösen von den Feinden. it means that God will remove, all these weaknesses from us. Das heißt, Gott wird alle Schwäche von uns wegnehmen. Now, I want you to read the same chapter. Now we turn to chapter 5, yeah? Wir gehen jetzt zu Kapitel 5, Verse 9. Vers 9. Verse 9. Your hand shall be lifted against your adversaries, and all your enemies shall be cut off. Zur selben Zeit spricht der Herr, will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen. Now, what kind of enemies, are God talking about here? Über was für Feinde spricht Gott hier? God is talking about what? Enemies which are recorded from verse 10 onwards, all the way down. Feinde, die beschrieben sind ab Vers 10 und fortlaufend. These are the enemies that we need to overcome. Das sind die Feinde, über die wir hinwegkommen müssen. In order to make Zion perfect, make ourselves perfect. Um Zion vollkommen zu machen, um uns selbst vollkommen zu machen. We shall continue with our sermon tonight. Wir machen heute Abend weiter mit unserem Gottesdienst. Now we are going to sing a hymn, Jetzt singen wir einen Lobgesang. 174. 174.